Heute haben wir ein ganz besonderes Trainingsprogramm für Sie. Es sind Übungen gezielt für die Halswirbelsäule. Falls Sie da Beschwerden haben, falls Sie Kopfschmerzen haben, Migräne oder einfach verspannte Muskeln. Verspannte Muskeln sind vor allem auch schwache Muskeln. Dann ist es genau das richtige Trainingsprogramm für Sie. Wir zeigen Übungen gleich zum Mitmachen, wie Sie Ihre Halswirbelsäule zum einen in der Beweglichkeit verbessern können, zum anderen die Muskulatur kräftigen, sodass die Halsbeschwerden und Schmerzen sich verbessern. Dafür brauchen Sie lediglich ein Gummiband, vielleicht eine Matte und die Übungen sind gleich zum Mitmachen, sprich wir starten jetzt mit der ersten Übung. Für die erste Übung gehen wir auf den Boden, gerne eine Matte verwenden oder einen Teppich. Wir verwenden jetzt hier einen Yoga-Block. Wenn Sie keins haben, nehmen Sie einfach ein dickes Buch oder mehrere Bücher. Der Kopf liegt entspannt auf dem Yoga-Block auf oder eben auf dem Buch, je nachdem, was Sie zu Hause haben. Die Übung besteht darin, dass wir diese Nickbewegung machen. Das heißt, Kinn geht zur Halswirbelsäule und Sie versuchen, die Nickbewegung so weit wie möglich durchzuführen. Gerade in den oberen Kopfgelenken, damit hinten alles auf Zug kommt und diese Bewegung gezielt gebessert wird. Machen Sie gleich mit und Sie starten mit der ersten Wiederholung. Und wir machen insgesamt 10 Wiederholungen und Sie starten mit der ersten Wiederholung. Das ist eine leichte Nickbewegung. Kinn geht nicht zur Brust, sondern es dehnt sich die obere Halswirbelsäule. Und 2. Perfekt. Spüren Sie, wie die Bewegung eben in der oberen Halswirbelsäule stattfindet. Und 3. Wiederholung. Perfekt. Noch 7 und 4. Sehr gut. Machen Sie die Bewegung langsam. 5. Spüren Sie, wie die Strukturen gerade in den oberen Halsgelenken sich bewegen. 6. Wiederholung. Noch 4. Bleiben Sie dran. 7. Wiederholung. Sehr gut. Noch 3 weitere und 8. und 9. und letzte 10. Wiederholung. Perfekt. Es ist wichtig, dass Sie diese Nickbewegung isoliert durchführen können. Das öffnet die hinteren Halsgelenke und verbessert die Durchblutung zu Ihrem Hirn. Das heißt, Sie werden nach der Übung auch eventuell klarer denken und den Kopf bewegen können. Bei der nächsten Übung bewegen wir die ganze Halswirbelsäule, sodass wir nicht nur das obere Kopfgelenk mobilisieren, sondern auch die ganze Halswirbelsäule im Verlauf. Hierbei wechseln wir unsere Ausgangsstellung. Sie gehen in den Vierfüßler. Die Hände sind ungefähr auf Schulterhöhe eingestellt, die Knie sind auf Höhe der Hüftgelenke. Aus dieser Ausgangsposition führen Sie das Kinn so weit wie möglich nach unten. Wichtig, nicht einknicken, nee, so. Und dann das Kinn wieder zu sich nach hinten. Sie bilden ein Doppelkinn. In diesem Kontext ist das super gewollt. Keine Probleme mit der Schönheit, falls Sie da Bedenken haben. Das heißt, Kinn nach vorne, Kinn nach hinten, die Bewegungsausmaß so groß wie möglich gestalten und Sie starten jetzt mit der ersten Wiederholung. Und Sie starten mit der ersten Wiederholung. Das Kinn geht so weit wie möglich nach vorne und dann bewegen Sie das Kinn wieder zurück. Sie bilden ein Doppelkinn und lösen wieder auf. 2. Wiederholung. Perfekt. Machen Sie diese Bewegung langsam, achten Sie auf die richtige Durchführung. Und 3. Wiederholung. Wichtig dabei, dass die Schulterblätter nicht hochgehen. Sie halten Sie die durchweg über die ganze Übung unten. Und 4. Wiederholung. Perfekt. Bleiben Sie dran. Genau. Jetzt kommt die 5. Wiederholung. Vergessen Sie auch hier die Atmung nicht. Wenn Sie zurückgehen, atmen Sie ein. Wenn Sie nach vorne gehen, atmen Sie aus. Und 6. Wiederholung. Noch ein bisschen, noch die letzten 4. Noch ein bisschen, genau, nach vorne. Das Kinn gerade nach unten, nicht nach vorne, nicht nach hinten einknicken. Und 9. Wiederholung, genau, Schulterblätter unten lassen.
Gerader Rücken, letzte Wiederholung und 10. Perfekt. Wir machen jetzt weiter mit der dritten Übung. Bei der nächsten Übung geht es um die Rotation der Halswirbelsäule. Hierbei können Sie entweder sitzen oder stehen, das ist in dem Fall nicht ausschlaggebend. Dann zu Beginn machen Sie wieder Doppelkinn, Kinn rein und dann Kopf, so weit wie es geht, zu der rechten Seite drehen. Sie nehmen die rechte Hand und dann geben Sie Widerstand an der Stirn. Diesen Widerstand halten Sie mit Ihrem Kopf gegen und drücken ihn mit der Hand einmal durch bis ungefähr Mitte der Rotationsbewegung. Dies wiederholen Sie ungefähr 10 Wiederholungen und wir starten jetzt mit der ersten Wiederholung. So, wir starten mit der ersten Wiederholung. Erstmal den Kopf so weit es geht nach rechts drehen. Sie geben Widerstand mit Ihrer Hand gegen die Stirn. Achten Sie darauf, dass Sie die Doppelkinnposition über die ganze Bewegung nicht verlieren. Wir haben schon eine Wiederholung gemacht, machen Sie gleich mit. Die Bewegung wird in der vollen Amplitude durchgeführt, das heißt, so weit wie möglich nach rechts zurückdrehen, aber auch so weit wie möglich den Kopf zur Gegenseite durchdrücken. Und weiter, genau, und 3. Perfekt. Wir machen noch 7 Wiederholungen und dann wechseln wir die Seite von der rechten zur linken. Und 4. Wiederholung. Achten Sie darauf, dass Sie die Doppelkinnposition über die ganze Übung nicht verlieren. Kinn bleibt hinten eingedrückt. Und 5. Perfekt. Bleiben Sie dran, noch ein bisschen. Genau. Langsam zurück. Spannung nicht verlieren. Und 6. Wiederholung. Perfekt. Vergessen Sie auch Ihre Atmung nicht. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und weiter mit der 7. Wiederholung. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, langsam rotieren. Sehr gut. Und 8. Wiederholung. Perfekt. Verlieren Sie nicht den Druck. Wichtig, dass über die ganze Übung der Druck beibehalten wird und Sie diesen mit Ihrer Hand wegdrücken. Und 9. Wiederholung. Wir machen noch eine letzte Wiederholung, genau, noch eine letzte Wiederholung und 10, perfekt. Hier volle Bewegungsamplitude durchführen und jetzt wechseln wir die Seite. Wir wechseln die Seite von der rechten auf die linke. Dabei müssen Sie einmal nur die Hand umlegen und zwar jetzt geht es los. Genau, Sie legen Ihre linke Hand an die Stirn. Wichtig dabei, wieder Druck ausüben, Doppelkinnposition und dann drücken Sie den Widerstand mit Ihrer linken Hand einmal zur Gegenseite durch. Perfekt. Das ist die erste Wiederholung. Genau. Bleiben Sie dran, wir machen jede Seite einmal 10 Wiederholungen. Sehr schön. Und es geht weiter mit der zweiten Wiederholung. Vergessen Sie Ihre Atmung nicht, versuchen Sie die Doppelkinnposition über die ganze Bewegung beizubehalten. Sehr gut. Und 3. Wiederholung. Beim Drehen atmen Sie aus. Beim Zurückgehen atmen Sie wieder ein. Und es geht weiter mit der 4. Wiederholung. Sehr gut. Achten Sie darauf, dass die Doppelkinnposition bestehen bleibt, aber Sie den Druck mit Ihrer Hand gegen die Stirn auch nicht nachlassen, verlieren. Es geht weiter mit der 5. Wiederholung. Sehr gut. Widerstand nicht verlieren, dranbleiben. Noch die letzten 5, bleiben Sie dran und 6. Wiederholung. Perfekt. Machen Sie die Bewegung langsam, achten Sie auf Ihre Atmung. Und 7. Wiederholung. Sehr gut. Noch die letzten 3. Bleiben Sie dran, Sie haben es gleich geschafft. Noch ein bisschen. Die Halswirbelsäule wird Ihnen danken, wenn Sie diese Übungen zu Hause durchführen. Und 8. Wiederholung.
Noch die letzten 2. Sie haben es gleich geschafft. Dranbleiben, Spannung nicht nachlassen, verlieren Sie die Doppelkinnposition nicht. Kinn rein. Genau. Und 9. Wiederholung. Perfekt. Bleiben Sie noch ein bisschen dran. Noch eine Wiederholung. Sie haben es gleich geschafft. Dranbleiben, dranbleiben. Widerstand nicht nachgeben und durchdrücken. 10. Wiederholung. Okay. Gut. Perfekt. Wir machen weiter mit der nächsten Übung. Die nächste Übung ist die Kräftigung der Rotatorenmanschette. Das Problem ist, dass wir den Nacken nicht wirklich beheben, kräftigen können, ohne die Schulter zu kräftigen. Denn alle Muskeln des Nackens ziehen zum Schulterblatt und das Schulterblatt sitzt im Schultergelenk. Der Schlüsselmuskel des Schultergelenkes ist die Rotatorenmanschette. Das heißt, wir müssen diese kräftigen, wir müssen die Muskulatur aktivieren hier. Die Übung, die wir durchführen, ist eine Außenrotation mit einem Gummiband. Wenn Sie kein Gummiband haben, dann schauen Sie noch mal die anderen Videos an, die wir auch veröffentlicht haben zum Thema Schultergelenk. Wir haben auch zahlreiche Videos für die Rotatorenmanschette, auch ohne einem Gummiband. Hierfür haben Sie die Ellenbeuge eng an der Flanke, rechts und links, und dann machen Sie eine Außenrotation im Schultergelenk. Wichtig, Sie müssen diese Bewegung hier hinten spüren, nicht vorne, nicht im Nacken, nicht im Schulterblatt. Wenn Sie es nicht hinten spüren, dann machen Sie diese Übung einfach einseitig irgendwo befestigen, zum Beispiel in einer Sprossenwand oder einer Türklinke, und dann Außenrotation rechts, dann links durchführen, richtigen Muskel verspüren. Wir starten jetzt mit der ersten Wiederholung und es geht los. So, wir starten mit der ersten Wiederholung. Sie sind im Stand, dann Ellenbeuge eng an der Flanke und dann drücken Sie die Arme auseinander. Wichtig, die Ellenbeuge wird nicht von der Flanke über die ganze Bewegung gelöst. Versuchen Sie die Ellenbeuge in der 90-Grad-Position auch nicht zu strecken oder zu beugen. Das ist jetzt schon die zweite Wiederholung. Das heißt, die Armposition bleibt durchweg gleich. Perfekt. Wir machen weiter mit der dritten Wiederholung. Ganz, ganz, ganz wichtig, Sie müssen die Bewegung in der hinteren Schulter spüren, nicht in der vorderen, nicht in der seitlichen, nicht zwischen den Schulterblättern. Hinten. Und vierte Wiederholung. Perfekt. Das Schöne bei dieser Übung, Sie kräftigen gleichzeitig die rechte, aber auch die linke Schulter. Wenn Sie mit dem Gummiband trainieren, der für Sie eventuell zu fest ist. Und fünfte Wiederholung. Dann müssen Sie einmal die Stufe runternehmen. Desto heller das Band, desto geringer der Widerstand. Und sechste Wiederholung. Desto dunkler das Band, desto größer der Widerstand. In der Regel ist Rot eine gute Farbe für die Schulter. Und 7. Genau, noch 3 Wiederholungen und dann haben Sie es geschafft. Wenn Sie merken, Sie können dort mehr Wiederholungen machen, dann sollten Sie diese auch durchführen. Perfekt, noch weiter. Vergessen Sie auch hier die Atmung nicht, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Wir machen noch eine letzte Wiederholung und dann machen wir die letzte Übung in diesem Programm. Bei der nächsten Übung geht es um eine Dehnübung für den gesamten Schultergürtel. Dafür brauchen Sie ein Gummiband, ein Gürtel oder etwas Ähnliches, was Sie verwenden können. Wenn Sie mit dem Gummiband die Rotatorenmanschette trainiert haben, dann können Sie das gleich wiederverwenden. Was Sie dabei machen ist, Sie bringen das Band auf Spannung und dann führen Sie das hoch über den Kopf einmal durch und die Hände gehen bis nach hinten zum Rücken. Hier kommt alles auf Dehnung, auf Spannung. Aus der Position führen Sie dann das Kinn einmal zum Schlüsselbein auf der linken Seite. Hierbei müssen Sie hinten in der Halswirbelsäule eine Dehnung spüren und das Ganze auch zum rechten Schlüsselbein. Hier ebenfalls eine Dehnung spüren, bis eben eine durch die Bewegung ankommt. Dann wieder zur Mitte kommen und das Band geht wieder zum Oberkörper zurück. Und starten Sie gleich mit uns mit. Und Sie starten mit der ersten Wiederholung. Halten Sie das Band fest, bringen Sie es auf Spannung und jetzt geht das Band
hoch über den Kopf durch bis hinter dem Rücken und dann Kinn zum rechten und linken Schlüsselbein. Wichtig, kommen Sie dabei immer wieder zurück zur Mitte und wieder zu der anderen Seite. Wir machen insgesamt 5 Wiederholungen, das ist eine aktive Dehnung. Genau, wieder zurück. Und es geht weiter mit der zweiten Wiederholung. Sehr gut. Auch hier die Atmung nicht vergessen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Dann ausatmen, Kinn geht zum Schlüsselbein. Ausatmen, Kinn geht zum anderen Schlüsselbein. Perfekt. Und wieder langsam zurück. Sehr gut. Wir machen weiter mit der dritten Wiederholung. Perfekt. So weit wie möglich die Arme nach hinten führen, die Dehnung spüren. Auch in der Halswirbelsäule, im vorderen, hinteren Schultergürtel. Machen Sie die Bewegung langsam. Vergessen Sie dabei Ihre Atmung nicht. Und wieder zurück. Und vierte Wiederholung. Perfekt. Band geht nach hinten durch. Spüren Sie eine Dehnung. Führen Sie das Kinn zum linken und zum rechten Schlüsselbein. Und dann langsam wieder zurückkommen. Wir machen noch eine letzte Wiederholung von der Dehnung. Sie haben es gleich geschafft. Atmung nicht vergessen. Band geht nach hinten. Dann Kinn zum linken Schlüsselbein und Kinn zum rechten Schlüsselbein. Dabei die Atmung auch wieder nicht vergessen. Weiteratmen. Und das Band wieder zurückführen. Okay, perfekt. Sie haben es geschafft. Wir sind fertig mit dem Trainingsprogramm. Sie haben es geschafft, Sie haben alle 5 Übungen mitgemacht. Falls nicht, machen Sie diese bitte einmal, schauen Sie sich das Video von vorne bis hinten nochmal an und machen Sie die Übungen einfach mal mit. Das wird helfen, die Muskulatur in der Halswirbelsäule aufzubauen und gleichzeitig die Verspannungen hinten zu reduzieren, was sehr gut die Beweglichkeit, die Schmerzempfinden und aber auch die Blutzufuhr zum Gehirn verbessern kann, sodass Sie klarer denken können, weniger Beschwerden haben und einfach mehr Energie im Alltag haben. Machen Sie diese Übungen und teilen Sie das Video mit Personen, die Nackenverspannungen haben und nicht wissen, was sie tun können. Sie sind sehr effektiv, die habe ich auch in meiner Praxis getestet und hatte sehr gute Ergebnisse. Hoffentlich hat Ihnen das Video gefallen, dann mit Gefällt mir markieren und abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie noch mehr solcher Videos sehen möchten.